zu einem Tutorial zur Routenerstellung in der NV-Charts-App. Wir schauen uns heute zusammen das manuelle und automatische Erstellen von Routen an und wie wir die beiden Methoden in der NV-Charts-App sogar miteinander kombinieren können. Außerdem geht es darum, wie wir eine Route direkt zu einem Hafen erstellen können, um Distanzen besser abzuschätzen. Das ermöglicht uns eine erste grobe Turnplanung. Fangen wir zuerst mit der manuellen Route an. Wir drücken dazu lange in die Karte und öffnen das Schnellmenü, wählen Route aus und deaktivieren unten die Auto-Routing-Funktion. Nun können wir mit weiteren langen Drücken mehr Wegepunkte hinzufügen oder auch mit dem Zurück-Button einen Schritt wieder zurückgehen, um die Route so manuell zu ändern. Die Wegpunkte werden direkt miteinander verbunden. Wenn die Wegpunkte alle richtig positioniert sind, drücken wir unten auf Fertig. Wir können die Route später weiterhin bearbeiten, indem wir hier zum Beispiel zwischen zwei Wegepunkten einen neuen Wegepunkt erstellen und diesen durch Ziehen zur Seite bewegen. Außerdem können wir einen Wegepunkt anwählen und auch diesen umsetzen. Wenn wir am Start oder am Ende Wegepunkte hinzufügen wollen, ist es am einfachsten, den ersten Wegepunkt dorthin zu setzen, wo wir starten wollen, um dann einfach wieder einen neuen Wegepunkt dazwischen zu setzen. Am letzten Wegepunkt gibt es die Möglichkeit, Append zu drücken, um weitere Wegepunkte hinzuzufügen. Wir drücken dazu dann wieder lange in die Karte und fügen so weitere Wegpunkte hinzu. Wenn alle Wegpunkte positioniert sind, drücken wir auf Fertig. Wenn wir eine Route anwählen, öffnet sich an der linken Seite das Detailfenster. Jetzt können wir ganz einfach die Koordinaten eines Wegepunktes ablesen und diese zum Beispiel in eine Papierseekarte übertragen. Wir können auch eine Position bzw. Wegepunkt aus einer Papierseekarte entnehmen und in die App übertragen. Dazu können wir die Gradminuten und Sekunden einfach mit Leerzeichen getrennt oder auch mit den Dezimalzeichen eingeben. Jetzt kennen wir alle wichtigen Funktionen, um eine manuelle Route zu erstellen. Schauen wir uns nun die automatische Routenfunktion an. Die automatische Route wird auf Grundlage der Schiffseigenschaften erzeugt. Im Hauptmenü unter Einstellungen gehen wir auf Boot und App. Hier sehen wir jetzt die unterschiedlichen Werte für den Tiefgang, die Masthöhe und für einen Sicherheitsabstand. Das heißt, der Tiefgang und die Sicherheit ergeben zusammen den Wert, der beim Autorouting verwendet wird. Das gleiche gilt für die Masthöhe. Wir müssen jetzt die App einmal neu starten, damit alle Änderungen wirksam werden. Auf iOS oder Android verwendet ihr dazu den Task Manager und zieht die App zur Seite weg. Wir drücken also wieder lange in die Karte und öffnen das Schnellmenü, wählen den Punkt Route aus und aktivieren nun das automatische Verbinden von Wegpunkten. Jetzt drücken wir nun an einer zweiten Stelle wieder lange in die Karte und sehen nun, dass die Wegpunkte anhand der eingestellten Schiffswerte miteinander verbunden werden. Wir können nun, wie bei der manuellen Erstellung, auch wieder weitere Wegpunkte hinzufügen. Wir können nun auch einzelne Abschnitte manuell weiterrouten, indem wir hier das Autorouting deaktivieren. Das heißt, der nächste Wegpunkt, den wir jetzt setzen, wird direkt verbunden ohne die Automatik. Im weiteren Verlauf können wir dann das Autorouting wieder einschalten. Die Wegpunkte werden jetzt wieder automatisch miteinander verbunden. Wenn die Wegpunkte auf unsere Route alle stimmen, drücken wir auf Fertig. Jetzt sehen wir links die Eigenschaften der Route mit den verwendeten Schiffsdaten und den geringsten Werten entlang der Route. Wir können die Route wieder manuell anpassen, indem wir zum Beispiel die Anfangswegpunkte verschieben oder auch einen Wegpunkt hinzufügen, wenn wir weiter vom Land wegfahren wollen. Es ist natürlich möglich, das Autorouting ab einem Wegpunkt zu deaktivieren, um weitere manuelle Wegpunkte hinzuzufügen. Anschließend können wir, wenn wir ab diesem Punkt automatisch weiter routen wollen, das Autorouting dann wieder aktivieren.
Um automatisch erstellte Wegpunkte zu löschen, müssen wir zuerst den vorigen Wegpunkt auf Manuell routen setzen und können nun hier einen Wegpunkt manuell hinzufügen, um den anschließend zu löschen. So wird die Strecke direkt bis zum nächsten Autorouting-Wegpunkt verbunden. Nun haben wir eine Route von der aktuellen Schiffsposition nach Heiligenhafen und Neustadt automatisch erstellt und haben diese in Teilbereichen noch nachbearbeitet. Sollte sich eine Route nicht automatisch erstellen lassen, kann es sein, dass die Schiffseigenschaften eine Route hier nicht zulassen oder die Routing-Funktion an dieser Stelle nicht verfügbar ist. Zur Veranschaulichung bzw. zum Testen können wir hier eine Masthöhe von 25 Meter eingeben. Mit der Höhe kommen wir nicht unter der Brücke hindurch. Die Autorouting-Funktion leitet uns außen herum. Wenn wir unter den Einstellungen Boot und App diese Werte negativ einstellen, dann werden wir hier durchgeleitet. Wir drücken kurz auf Fertig und öffnen die Detailansichten von der Route. Jetzt können wir hier für diese Route die minimalen Werte ablesen. Mit dieser Methode lässt sich feststellen, wo eventuell Engstellen sein könnten. Wir stellen die Werte wieder auf die ursprünglichen zurück, um nun die Funktion Direktroute zu einem Hafen zu nutzen. Mit dieser Funktion lässt sich schnell eine Distanz abschätzen und gleichzeitig eine grobe Turnplanung erstellen. Wir können einfach die Suche verwenden. Für ein Beispiel nehmen wir den Hafen Skagen. Wir wählen den Hafen aus und drücken in der Detailansicht auf Route erstellen. Die App erstellt jetzt eine Direktroute von der Schiffsposition zu dem Hafen. Die Entfernung wird mit 203 Seemeilen angegeben. Wenn wir einen Abstecher zum Beispiel über Anholt machen wollen, können wir hier einen Wegpunkt wieder zur Seite ziehen und auf die neue Position setzen. Die Route wird automatisch dahin erstellt. Damit nach diesem Wegpunkt auch weiter automatisch geroutet werden kann, aktivieren wir das Autorouting wieder ab diesem Punkt. Jetzt sehen wir in der Detailansicht, dass es ein Umweg von rund 10 Meilen ist. Wir haben so eine grobe Entfernung von der aktuellen Schiffsposition bis hin zu einem Hafen ermittelt. Zusätzlich können wir wieder unseren Startwegepunkt woanders hinziehen, wenn wir zum Beispiel von Kiel aus starten wollen. Selbstverständlich ist es notwendig, die Route genau zu prüfen. Dazu eignet sich die größte Zoomstufe. Zusätzlich sollte die Route auf eine Papierseekarte übertragen werden. Somit lässt sich sicherstellen, dass keine Hindernisse auf der Route liegen und dass diese Route nautisch und auch nach Schifffahrtsrecht sicher zu befahren ist. Zusätzlich muss natürlich auch auf Wetter, Tiden und Strömungsverhältnisse geachtet werden. Des Weiteren sollten wir hier die Schiffseigenschaften noch einmal thematisieren. Die Schiffseigenschaften müssen in jedem Fall auf das jeweilige Seegebiet und die aktuelle Situation angepasst werden. Im Binnenbereich müsste man gegebenenfalls einen geringeren Wert für die Sicherheit annehmen als zum Beispiel auf der Nord- und Ostsee. In Tidenrevieren verwendet die ENVI-Charts-App 2 Werte für die Tiefgangsberechnung und nimmt an, dass Flachstellen über das Watt bei Hochwasser passiert werden können. Das heißt, wir müssen zusätzlich auf jeden Fall gucken, wann Hochwasser ist, wann wir abfahren können, wie die Gezeitenverhältnisse sind, wann wir planen, am Ziel anzukommen und wie die Strömungs- und Windverhältnisse sind. Das alles muss natürlich zusätzlich berücksichtigt werden. Wir erstellen hier zum Beispiel eine Route von Spiekeroog nach Langeoog. In diesem Fall führt die Route durch das Watt-Fahrwasser. Die minimale Tiefe ist hier bei Niedrigwasser 1,30 Meter und bei Hochwasser hingegen liegt die Tiefe bei 1,70 Meter. Das war unser Tutorial zu dem Thema Routen erstellen. Wir wünschen viel Spaß auf dem Wasser und bei der Navigation mit der ENVI-Charts-App. Wenn ihr Fragen dazu habt, dann schreibt uns an support@envicharts.com oder in den Kommentaren.